Jetzt zum Erscheinen von Epic Warpath von Mantic Games, wo der Kickstarter bald ausgeliefert wird, beziehungsweise gerade am Ausliefern ist und eben das Tabletop aber auch im Einzelhandel Ende September erscheinen wird, habe ich mir gedacht, wird es mal Zeit darüber zu sprechen, euch das Spielsystem ein bisschen näher zu bringen, das Tabletop vor allem für die Leute, die vielleicht überlegen, hier einzusteigen, denn wie gesagt, hier gab es einen Kickstarter, wo schon eine ganze Menge auch zusammengekommen ist und auch eine ganze Menge an Material sozusagen dann verfügbar ist, welches jetzt in nächster Zeit über die nächsten Monate auch im Einzelhandel erscheinen wird. Ansonsten, wie wir hier schon sehen, wie es der Name auch vermuten lässt, Epic Warpath ist ein Tabletop im Epic-Maßstab 10-12 mm Figuren. Dementsprechend hat man hier größere Armeen auf dem Spielfeld. Es wird standardmäßig auch gespielt mit einer 6 auf 4 Fuß Spielmatte oder Spielfläche, wie man hier auch sehen kann auf dem Bild, und eben sehr, sehr vielen sehr kleinen Figuren. Und das ist auch das, was mich hier in das Spiel gebracht hat. Und deswegen habe ich eben selbst auch am Kickstarter mitgemacht. Und ich hätte gesagt, wir wechseln hier mal auf die Epic Warpath Seite bei Mantic Games selbst. Ihr bekommt hier eben ein bisschen einen Überblick über das Thema Epic Warpath, was das Ganze eben ist. Hier haben wir nochmal das gleiche Bild, wo man ein bisschen eben erahnen kann, wie die Spiele dann aussehen werden in Zukunft oder wenn man das Spiel eben spielt. Auch hier schon zu sehen, es wird auch eine 2-Spieler-Starter-Box geben. Die ist auch gerade in der Vorbestellung. Und was ich hier gleich mal am Anfang auch sagen möchte, was ich eben interessant finde, dass das Spiel eben auch auf Deutsch erscheinen wird. Also für alle, die hier ein bisschen noch zurückhaltender waren, aufgrund der Regeln, weil ja Mantic sehr häufig die Sachen nur auf Englisch herausbringt. Hier eben bei Epic Warpath auch alles auf Deutsch. Zumindest soweit es jetzt mal den Anfang betrifft, wie das dann später natürlich aussieht mit den Erweiterungen, wenn hier mal in 1-2 Jahren vielleicht was kommen sollte, wird sich natürlich zeigen. Aber ansonsten hätte ich mal gesagt, gehen wir hier auf den Getting Started Guide für eine bessere Übersicht ein bisschen. Ich werde euch diese Themen hier auch verlinken, also sowohl den Kickstarter, auch wenn der schon vorbei ist, aber auch eben hier diese Seite werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken für eben weitere Informationen, falls das jemand noch nicht kennen sollte oder eben einen direkten Link haben möchte. Ansonsten, was wir hier gleich sehen, ist eben das, was ich schon angesprochen habe. Hier mal das Regelbuch, das ist natürlich das Wichtigste am Anfang. Hier, wie schon gesagt, das Interessante. Wir bekommen die Regeln auch auf Deutsch. Ich bin hier auch am Überlegen, mir das Ganze auch zusätzlich zum Kickstarter, wo ich mir das Regelbuch auf Englisch geholt habe, auch das Ganze möglicherweise über eine 2-Spieler-Starterbox dann auch in der deutschen Variante zu holen, sodass ich auch hier noch ein bisschen was vielleicht contentmäßig machen kann für euch, die eben vor allem für den deutschsprachigen Content eher mehr Interesse haben, um auch hier dann zu zeigen, was hier eben alles in diese Richtung dabei ist und kommt. Ansonsten weiter geht es mit dem Thema des Spiels selbst. Da hat Mantic mal ein How-to-Play-Video gemacht, das Sie hier verlinkt haben. Ich werde euch dieses Video auch direkt nochmal hier in der Videobeschreibung verlinken, beziehungsweise kannst du auch in der Kapitelkarte bzw. Infokarte rechts oben hier klicken. Dann kommst du auch direkt zu dem Video hin, wenn ich das irgendwie auf diese Art und Weise verlinken kann, um dir das Ganze anzuschauen. Soweit ich mich erinnern kann, das war eben eine Übersicht, wie die Grundregeln funktionieren. Das Spiel so aufgebaut ist, ist ungefähr ein Jahr alt, das Video, hat aber einen sehr schönen Überblick gegeben über das Spiel und war auch für mich dann ein Grund, hier einzusteigen, weil mir das Spielsystem ganz gut gefällt und ich eben auch noch nichts in diesem Maßstab eben habe, was Sci-Fi betrifft. Ansonsten, was ich jetzt auch gesehen habe in den letzten Tagen, ist auch von On Tabletop ein Video, Battle Report, beziehungsweise so ein kleines How-to-Play-Video eben auch gekommen. Da wurden 2-3 Runden gespielt, eben auch mit den Armeen hier, die man sieht, die auch in der 2-Spieler-Starterbox enthalten sind, eben Enforcer und Blake.
Also auch das werde ich euch verlinken und könnt ihr euch auch gerne dann anschauen. Ich bin da selbst noch nicht ganz durch, aber was ich sagen kann, es zeigt ganz gut, wie das Spiel eben funktioniert, aufgebaut ist, wie die einzelnen Phasen funktionieren und wie das Ganze eben gehandhabt wird mit dem Aktivieren von Einheiten, weil was mir ganz besonders gut gefällt bei diesem Spiel, ist eben, dass man jeder Einheit verdeckt einen Befehl gibt, was diese eben machen soll. Das kann Verschiedenes eben sein, wie Bewegung, Schießen, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und dann werden eben diese verdeckten Befehle am Anfang in der Aktivierungsphase dann eben aufgedeckt und dann sieht man erst, was der Gegner auch gewählt hat und was der Gegner macht und dann wird eben anschließend Einheit für Einheit aktiviert, immer abwechselnd, also und auch immer phasenweise, also nachdem diese Befehlspunkte vergeben wurden, aktiviert der erste, werden alle umgedreht und dann startet der erste Spieler, er bewegt seine erste Einheit, die er bewegen möchte, dann ist der andere Spieler dran und es geht so abwechselnd hin und her, bis sich alle Einheiten, die sich bewegen können, bewegt haben und danach kommt quasi dann die Combat-Phase, wo dann alle, oder beziehungsweise noch eine Zwischenphase, eine Overwatch-Phase, wo eben alle Einheiten schießen können, die einen Overwatch-Befehl bekommen haben. Auch hier passiert das Ganze wieder abwechselnd, beide Armeen nacheinander, beziehungsweise Einheit für Einheit dann, pro Seite, bis alle durch sind und dann in der Combat-Phase können alle verbleibenden Einheiten, die im Nahkampf sind, kämpfen oder auch, falls sie nicht im Nahkampf sind, eben dort auch normal schießen, wenn sie eben nicht im Overwatch waren. Und eben dieses Regelsystem gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, dieses abwechselnde Aktivieren und deswegen habe auch ich hier teilgenommen an dem Kickstarter damals und bin schon aufs erste Spiel eben gespannt. Wie gesagt, in Bezug auf dieses How-to-Play-Thema habe ich euch auch dieses Video und das von OnTabletop unten verlinkt. Dann hier mal eine Übersicht über die 8 Fraktionen, die es im Spiel gibt. Auch hier noch interessant, vielleicht für neue Spieler. Ihr braucht hier kein zweites Buch kaufen. Ihr habt hier, wenn ihr euch das Regelbuch besorgt, egal ob jetzt in der 2-Spieler-Starterbox, was natürlich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist, oder eben auch als Einzelkauf. Ihr habt hier alles drinnen, auf ungefähr 40 Seiten bekommt ihr die kompletten Regeln für das Spiel und in der zweiten Hälfte des Buches findet ihr sowohl den Hintergrund als auch die kompletten Armeelisten für eben alle 8 Fraktionen, die wir hier sehen. Und diese werden jetzt in weiterer Folge über die nächsten Monate eben im Einzelhandel verfügbar sein. Über den Kickstarter sind, glaube ich, alle 8 schon am Ausliefern. Ich habe meine auf alle Fälle schon bekommen mit den Enforcern und den Asterians. Dafür habe ich mich entschieden beim Kickstarter und habe ich alles schon da. Ansonsten, ich werde hier gar nicht so sehr auf die Fraktionen eingehen. Das ist vielleicht mal was ganz Interessantes für ein späteres Video oder für mehrere spätere Videos. Auf alle Fälle habe ich auch schon mal ein Video bzw. Videos zu Firefight auch von Mantic gemacht, was ja quasi das 28 mm Tabletop ist im gleichen Universum mit den gleichen Fraktionen und dort gibt es auch einen Faction Guide, wo ich ein bisschen die Armeen vorgestellt habe. Das Video werde ich euch auch hier verlinken. Ansonsten jetzt zum Start, vor allem im Einzelhandel, werdet ihr, soweit ich das gesehen habe, Zugriff auf die Asterians haben. Das sind mehr oder weniger so ein bisschen Space-Elfen, irgendwie im Aussterben und deswegen verwenden sie eben vor allem Maschinen, Drohnen, Roboter, die für sie eben kämpfen, sodass sie nicht selbst am Schlachtfeld sind. Dann gibt es noch die Enforcers, die quasi so ein bisschen, ich vergleiche sie jetzt ein bisschen auch mit Warhammer 40k, weil das wird eben den meisten was sagen. Auch wenn man eben mit Tabletop vielleicht erst anfängt, ist man möglicherweise auf Warhammer 40k bereits aufmerksam geworden. Da könnt ihr euch so vorstellen, Elite-Soldaten, ein bisschen manipuliert, also so ein bisschen Space Marine in diese Richtung. Dann Forge Fathers sind quasi Space-Zwerge, GCPS. Noch, bevor wir dorthin kommen, bei den Forge Fathers interessant im Vergleich zu anderen Zwergenarmeen aus anderen Spielen. Die sind sehr nahkampflastig, auf alle Fälle bei Firefight. Und ich bin dann auch gespannt, ob sich das auch hier bei Epic Warpath so durchsetzt, dass das eher eine sehr starke Armee ist, die sehr viel Widerstand hat und aber sehr viel im Nahkampf auch austeilen kann und gar nicht so beschussstark ist, obwohl sie das natürlich auch können. Dann die GCPS sind quasi so die Standardmenschen, bisschen wie Astra Militarum in die Richtung, auch von den Einheiten her durchaus vergleichbar, wenn man das eben kennt.
Dann die Marauders sind die typischen Orks, so ein bisschen, also Orks in Space. Sieht man auch hier am Bild bereits, auch wenn diese für meinen Geschmack einen sehr interessanten Hintergrund eben haben, ein bisschen was anderes und nicht so doof, sage ich mal, wie das in anderen Spielen teilweise vorgestellt wird. Und auch eine sehr interessante Fraktion bei Firefight wird hier wahrscheinlich auch dann der Fall sein. Nameless, da weiß ich am allerwenigsten, weil das ist bei Dead Zone damals als Fraktion, glaube ich, gekommen und dort gibt es die, da kann man die spielen. Ich habe aber Dead Zone bisher nur einmal angespielt. Da kann ich zu Nameless gar nicht viel sagen. Falls da irgendjemand mehr Infos hat, bitte gerne in die Kommentare schreiben und die Armee erklären. Das gleiche gilt für die Plague. Das ist mehr oder weniger so ein Virus, aber auch hier kann ich nicht viel sagen. Man hat hier quasi so Plague-Zombies, dementsprechend mehr Masseeinheiten. Das ist definitiv eine Armee. Wenn man auf Nahkampf, auf Stumpf draufhauen und auf Masse spielen möchte, wobei dort sicher natürlich auch sehr viel mehr taktisch möglich ist. Und das können Sie auch eben in den Battle Reports bzw. in den How-to-Play-Videos sehen, weil dort wird diese Fraktion auch, ich glaube, in beiden Versionen zusammen mit den Enforcern eben eingesetzt und hat auch sehr schöne Figuren. Und zum Abschluss noch die Vermin, das sind quasi dann Skaven, wenn man so möchte, oder eben Ratten, Menschen in Space. Ansonsten hier natürlich wieder ein bisschen Übersicht, so ein bisschen Collect Your Models, also was man vielleicht wissen könnte oder wissen müsste, wenn man erst anfängt mit dem Hobby. Auch hier ganz interessante Infos. Auch was man hier vielleicht sieht, 8-Sided Dice, also das Spiel verwendet eben auch 8-seitige Würfel im Vergleich zu 6-seitigen, wie man das in sehr vielen anderen Tabletops hat. Werden wir dann aber auch gleich sehen bei der Starterbox, wenn wir da mal ganz kurz dann reinschauen, was ihr dort bekommt. Ansonsten hier noch beim Getting Started Thema gibt es hier auch einen Army-Builder. Das ist ganz interessant, weil der ist zum einen kostenlos und gibt euch eben Zugriff auf all diese Sachen. Epic Warpath. Wie komme ich jetzt hier zum Army-Builder? Hallo. Getting Started. Wir haben uns doch schon angemeldet. Da hier. Ich werde die Liste jetzt nochmal kurz löschen, weil da habe ich eh noch nichts erstellt. Im Endeffekt, wenn ihr euch hier anmeldet beim Army-Builder, bekommt ihr hier dann diese Ansicht. Dort könnt ihr bis zu 2 Listen erstellen, wenn ihr keine Subscription abgeschlossen habt. Ansonsten mit der Subscription könnt ihr endlose Listen erstellen und bekommt auch Zugriff, glaube ich, auf mehr Regeln oder auf die kompletten Regeln. Ansonsten habt ihr eben hier die 2 Möglichkeiten, entweder eine Liste zu kreieren mit mehr Infos oder eine Faction hier auszuwählen und dann Quick Create zu sagen. Dann kommt ihr hier in die Army-Übersicht selbst. Auf der linken Seite seht ihr alle Einheiten, die ihr habt für die Armee, aufgeteilt in die verschiedenen Truppentypen, HQ, Troops, was quasi die Masse der Armee ist, Spezialisten, Support für eben schweres Geschütz und dann noch die Super Heavies. Und eben dann auf der rechten Seite seht ihr das Ganze, wenn ihr das Ganze dann eben die Liste aufbaut. Heißt, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen hier bei den Troops zum Beispiel, schauen wir uns mal die Marionettes an. Wenn wir die anklicken, bekommen wir hier eine Übersicht über die Profile, sehen, wie weit können sich die normal bewegen. Und der zweite Wert ist, wenn sie rennen, dann wie gut können sie schießen. Mit einem 8-seitigen Würfel würden sie eben auf die 6 plus treffen. Dann im Assault, also im Nahkampf, würden sie nur auf die 7 treffen, sind also besser beim Schießen. Dann haben diese auch eine Armor von 5 plus, ist eben der Wert, den man braucht, um sie zu verwunden. Ansonsten Safe haben sie keinen, also wenn man mit der Armor durchkommt, wird eine Base entfernt. Das ist die Höhe, die ist sehr wichtig für dann eben Gelände und auch für andere Einheiten. Ob man in Deckung ist, ob man drüber schauen kann, zum Beispiel über ein Geländestück und solches Dinge. Dann hier Unit Strength ist relevant für die Missionsziele, die eben ganz wichtig auch im Spiel sind. Und hier dann noch die Punktkosten, die die Einheit kostet. Und hier in Klammern beim Typ dabei steht, wie viele Bases das eine Einheit hat, wenn man sie eben für 110 Punkte mitnimmt. Und auf der rechten Seite hier die Waffenprofile, die diese Einheit dann eben hat. Wenn man sie mitnimmt und dann auf das Plus klickt zum Beispiel, dann kann man sie hier dann mitnehmen, also in die Armeeliste rüberschieben und sieht hier schon, man hat hier aktuell 110 Punkte ausgegeben von 1000. Wie viel hat man noch? Und das sind die Requirements. Hier sieht man auch
Aktuell die Liste ist noch nicht gültig, man muss mindestens noch einen zweiten Troop mitnehmen und eben ein HQ und so kann man sich hier eben seine Armeeliste aufbauen. Ist auch recht straightforward für alle Armeen, da gibt es jetzt auch keinen großartigen Unterschied, sie unterscheiden sich dann eben in ihrem Spielstil auch durch ihre Einheiten. Dann schauen wir hier gleich mal weiter zum 2-Spieler-Starter-Set, was ich schon gesagt habe, was wir hier bekommen. Ihr habt hier eben das Regelbuch mit den ganzen Token, was ihr hier bekommt, für auch einen ziemlich guten eben Einstiegspreis und eben all das, was ihr hier dann noch an Figuren seht. 2 Armeen, eben einerseits auf der linken Seite, wie schon gesagt, die Plague, rechts die Enforcers, was wir hier schon sehen, ein bisschen weniger, ein bisschen elitärer die Armee, mehr Fahrzeuge, da gibt es auch dann ein bisschen einen Unterschied, ist schon eben ganz interessant. Ich selbst bin da auch am Überlegen, ob ich mir die Box hole, obwohl ich schon beim Kickstarter mitgemacht habe, einfach eben, um auch die Regeln mir nochmal auf Deutsch zu holen. Ansonsten, wie schon gesagt, hier oben in der Mitte sehen wir die Würfel, die in weiß, das sind die 8-seitigen Würfel, die wir standardmäßig für unsere Attacken verwenden, alles was wir so machen möchten. Dann der gelbe Würfel in der Mitte ist quasi der Abweichungswürfel, da eben auch gewisse Waffen hier, Artillerie, eben auch Schablonen verschießen. Und da wird eben dann geschaut beim Schießen, ob diese dann abweichen oder das Ziel genau treffen und eben auch wie weit das abgewichen wird. Das wird über diesen Würfel gelöst und dann auf der rechten Seite die farbigen Würfel in Schwarz, Grün und Orange sind dann die Command Tokens bzw. die Command Würfel. Diese generieren jede Runde am Anfang Command Points, die eben gewürfelt werden und die kann man dann für diverse Sonderfähigkeiten, eben Command-Fähigkeiten ausgeben. Da gibt es verschiedene, manche sind Standard für alle Armeen und diverse andere Command-Fähigkeiten sind dann spezifisch pro Armee. Also auch hier eine sehr schöne Übersicht wieder und wie gesagt wird dieses Regelset auch, oder dieses 2-Spieler-Starter-Set auch auf Deutsch kommen und ist auch schon vorbestellbar. Ansonsten schauen wir mal weiter, was noch kurz die Produkte betrifft. Auch hier vielleicht noch mehr oder weniger jetzt zum Abschluss eine kurze Info zum Einstieg selbst. Wir haben jetzt ein bisschen gesehen, was wir so alles bekommen, beziehungsweise dass wir einen gratis Army-Builder haben, dass wir hier ganz einfach Armeelisten zusammenstellen können. Aber wie schaut es jetzt aus, wenn man eben anfangen möchte? Wie gesagt, es gibt hier das 2-Spieler-Starter-Set, das wir uns gerade auch angeschaut haben. Finde ich jetzt im Einzelhandel eine sehr gute Möglichkeit, wenn das jetzt erscheint Ende September, um hier dann einzusteigen. Man bekommt für einen guten Preis gleich 2 Armeen mit, ich schätze mal, keine Ahnung, vielleicht 800.000, vielleicht auch über 1000 Punkten. Für die Leute, die schon ihre Armeen zusammengebaut haben, ihr wisst sicher schon, was das Ganze an Punkten kostet. Also könnt ihr es uns auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten ist das Ganze so eben aufgebaut, dass neben dem 2-Spieler-Starter-Set gibt es dann noch die Core Army Packs hier. Da kann man mit einer Armee einsteigen. Da gibt es eben aber keine Regeln dabei und auch keine Würfel. Es sind nur Figuren enthalten. Eben das, was wir hier sehen. Finde ich aber auch ganz gut, weil das lässt sich dann ganz gut hier auch anbieten im Einzelhandel. Das sind sehr schöne Boxen, die schon ein bisschen was hermachen und eben das ist am besten geeignet, wenn man nur eine Fraktion anfangen möchte spezifisch oder eben vielleicht später eine zweite Armee nach dem Starter-Set haben möchte. Da bekommt man eben einen sehr guten Einstieg. Diese Core-Sets werden dann eben verfügbar sein für sämtliche Fraktionen, für alle 8. Hier mal eben Asterians, die wir uns gerade angeschaut haben. Dann Enforcers, Forgefather und Plague sind hier aktuell auch schon verfügbar mit einer sehr schönen Variation auch wieder an diversen unterschiedlichen Einheiten. Und wenn man dann später eben erweitern möchte, die Armee, gibt es hier die Reinforcement Packs. Die enthalten dann weitere Einheiten, die man eben bisher noch nicht hatte. Und da hat man eben einen sehr guten Aufbau, weil man sich die Einheiten nicht einzeln kaufen muss, sondern das Ganze eben hier über diese Sets bekommt. Wenn man dann später mal in eine gewisse Richtung weiter ausbauen möchte, kann man eben mit diesen Packs ganz einfach erweitern. Und damit hätte ich auch gesagt, sind wir mal durch mit einer kleinen Übersicht jetzt zum Start von Epic Warpath und der Tatsache, dass es eben jetzt Ende September auch in den Einzelhandel kommen wird.
Habt ihr mit dem Spiel schon angefangen, beziehungsweise eben am Kickstarter teilgenommen, oder habt ihr Interesse daran, euch das Spiel jetzt im Einzelhandel zu besorgen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare, lasst uns ein bisschen diskutieren, was das Spiel betrifft und auch eben auch, was euch an dem Spiel besonders interessiert.